Im letzten Video haben wir bereits Python verwendet, um MetaTrader 5 zu starten und eine Kontonummer zu eröffnen. Aber eigentlich macht es nicht viel Sinn, MetaTrader nur zu starten. Es wäre viel nützlicher, wenn wir tatsächlich Aufträge erstellen und Positionen eröffnen könnten. Und in diesem Video werden wir genau das tun. Ich führe gerade einen Strategietest durch, also halten wir diesen an. Und ich möchte sicherstellen, dass ich hier das richtige Konto verwende. Dies ist mein Demokonto für Python. Lassen Sie uns also den Strategietester schließen. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung. Ich möchte meine virtuelle Umgebung aktivieren, die sich in MQL 5 Python befindet. Wechseln wir also in dieses Verzeichnis und in den Ordner Scripts. Aktivieren Sie die Umgebung. Das war's schon. Gehen wir also zurück in den Home-Ordner und hier habe ich dieses kleine Skript erstellt. Mit diesem Teil starten wir MetaTrader, öffnen die Kontonummer und das haben wir bereits im letzten Video getan. Und jetzt möchte ich eine Testposition für den Euro-US-Dollar mit 10 Mikrolots erstellen. Wir berechnen den Punktwert und den Preis und auch eine Abweichung. Das alles wird in der Dokumentation erklärt. Für die Python-Schnittstelle von MQL5 bereiten wir eine sogenannte Anfrage vor und in dieser Anfrage müssen wir eine Reihe von Dingen definieren. Bei der Aktion handelt es sich um einen Trade-Action-Deal für das aktuelle Symbol im Chart, mit dem wir eine Position für 10 Mikrolots eröffnen möchten. Der Typ sollte eine Kaufposition sein. Wir möchten den Ask-Preis verwenden. Ich habe auch einen Stop-Loss und einen Take-Profit-Wert definiert. Hier werden wir die Abweichung von 10 akzeptieren. Wir haben eine magische Zahl, die ein Datum enthält, also ändern wir das. Und ich kann auch einen Kommentar für das Python-Skript eingeben. Das ist die Zeit und das ist der Fülltyp. Und schließlich wollen wir prüfen, ob die Position geöffnet ist und ein Ergebnis ausgeben, die Anfrage senden und die Verbindung zum Terminal schließen. Und das sollte MetaTrader tatsächlich öffnen und eine Testposition erstellen. Ich habe MetaTrader also vollständig geschlossen. Schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir unser kleines Skript ausführen. Und hier sehen wir, dass wir eine Verbindung haben, wir erhalten eine Ausgabe. Hier sehen Sie das MetaTrader-Terminal. Aktivieren wir also die Toolbox hier. Dies ist das richtige Konto. Aber bis jetzt sehe ich noch keine Position. Also wiederholen wir das. Und da haben wir es. Wir haben eine Kaufposition für 10 Mikrolots zum aktuellen Kurs eröffnet. Wir haben auch einen Stop-Loss und einen Take-Profit-Wert. Und wenn ich mit der rechten Maustaste auf die Spalten klicke, sollte ich die magische Zahl anzeigen können. Und lassen Sie uns auch den Kommentar aktivieren. Da haben wir es. Magische Zahl, Kommentar. Alles ist da. In diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie eine Testkaufposition mit der MetaTrader Python-Schnittstelle eröffnen und Sie haben es mit ein paar Zeilen Python-Code selbst gemacht. Das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.